Let's Go Race, the channel for virtual motorsport. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die Akina Handbremse und den Pike Shifter aus der Ignition-Serie der Firma 3D-Rap. Beide Artikel wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Beginnen wir zuerst mit dem Pike Shifter. Der Pike Shifter ist ein sequenzieller Shifter, wie er auch in vielen Rennautos und Straßenwagen verwendet wird. Ein Klick nach vorne bzw. nach hinten und es wird ein Gangwechsel vom Auto durchgeführt. Schauen wir uns den Shifter etwas genauer an. Die Außenmaße des Shifters sind folgende. Der Shifter ist 215 mm hoch, 275 mm lang und 70 mm breit. Der Shifter ist aus 2 mm dicken, rostfreien Edelstahlplatten gefertigt. Hinzu kommen die 3D gedruckten Polymer-Kunststoffbereiche an der Außenseite wie auch im Innenbereich des Shifters. Der Schaltknopf des Shifters wurde mit einem Alcantara-ähnlichen Material überzogen und mit roten Nähten vernäht. Außerdem haben wir ein etwa 1,9 Meter langes Nylon 2.0 USB-Kabel. Der Shifter ist so wie er hier steht nur mit dem PC kompatibel. Mit gewissen Adaptern oder Programmen von anderen Herstellern kann man ihn aber bestimmt auch an Konsolen verwenden. Der komplette Shifter hat ein Gewicht von etwa 800 Gramm. Der Shifter kann über die beiden äußeren Laschen montiert werden. Die Löcher in den Laschen haben einen Lochabstand von 160 mm und einen Durchmesser von etwa 6,2 mm. Der Shifter wird also mit M6 Schrauben befestigt. Diese sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Kommen wir nun zu den Funktionen. Der Shifter hat die beiden Funktionen, die ein sequenzieller Shifter haben muss. Nach vorne schalten und nach hinten schalten, bzw. einen Gang nach unten oder einen Gang höher schalten. Das Schaltgefühl bzw. der Widerstand des Shifters wird über 4 Magnete und einer einzigen Stahlfeder erzeugt. Um dies etwas zu erläutern, blende ich euch diese Animation ein. Wie ihr seht, muss man zuerst die Kraft der Magnete überbrücken und danach wird der Widerstand bis zum Anschlag durch die Feder erzeugt. Dies bedeutet, dass ihr durch die Magnete zuerst einen hohen Widerstand habt. Wenn der Einfluss der Magnete dann nachlässt, übernimmt die Feder den Widerstand. Der Widerstand wird dann also deutlich geringer, wenn der Einfluss der Magnete nachlässt. Und desto weiter ihr den Shifter in Richtung Anschlag bzw. dem Signal des Gangwechsels drückt, desto mehr erhöht sich der Widerstand, weil die Feder sich in eine Richtung zusammendrückt und in die andere Richtung auseinanderzieht. Wie ihr auf dem Graph seht, ist der größte Widerstand von 2 kg direkt am Anfang, wenn er gegen den Widerstand der Magnete drückt. Danach geht der Widerstand auf etwa 0,5 kg runter und erhöht sich bis zum Anschlag auf etwa 1,25 kg. Wir haben hier also eine Art Magnetic Shifter in Kombination mit einer Stahlfeder. Noch etwas zum Schaltgefühl. Der Widerstand von etwa 2 kg, den ihr am Anfang drücken müsst, fühlt sich gut an. Der Schaltweg ist im Vergleich zu anderen sequenziellen Shiftern deutlich länger. Der Schaltweg bis zum Anschlag bzw. dem Gangwechsel könnte für mein persönliches Empfinden gerne kürzer sein. Durch den hohen Schaltweg drückt man auch den größten Teil des Schaltweges gegen die Stahlfeder. Der Widerstand der Stahlfeder könnte gerade wegen dem langen Schaltweg gerne auch etwas härter bzw. straffer sein.
Das ist natürlich alles eine subjektive Meinung und kommt natürlich auch stark darauf an, was man gewohnt ist. Kommt man von einem Thrustmaster TH8A Shifter, wird man hier einen deutlich stärkeren Widerstand vorfinden. Kommt man von einem sequentiellen Shifter, der seine Kraft mit Hilfe einer Kugelfeder erzeugt, wird man hier einen geringeren Widerstand vorfinden. In der Anleitung, welche beim Shifter dabei ist, wird außerdem erklärt, wie ihr den Kontaktschalter, welcher für die Übertragung des Schaltsignals zuständig ist, austauschen könnt. Kommen wir noch zum Preis des Shifters. Der Pikes Shifter kostet, so wie er hier steht, 139 € inklusive Mehrwertsteuer. Das wäre alles, was es zum Pikes Shifter zu sagen gibt. Jetzt machen wir mit der Akina Handbremse weiter. Und wenn wir alle Daten und Funktionen der Handbremse durchgegangen sind, werde ich den Pikes Shifter und die Akina Handbremse an meinem Simulator testen. Die Akina Handbremse vereint viele verschiedene Handbremsen in einer einzigen Handbremse. Wie das gemeint ist, werde ich euch in den kommenden Minuten erläutern. Zuerst schauen wir uns aber die Akina Handbremse etwas genauer an. Die Außenmaße der Handbremse sind folgende. Die Handbremse ist 280 mm hoch, 250 mm lang und 50 mm breit. Die Handbremse ist wie auch der Shifter aus 2 mm dicken, rostfreien Edelstahlplatten gefertigt. Hinzu kommen die 3D gedruckten Polymer-Kunststoffbereiche an der Außenseite wie auch im Innenbereich der Handbremse. Der Griff der Handbremse wurde mit einem Alcantara-ähnlichen Material überzogen und mit roten Nähten vernäht. Der Griff der Handbremse hat folgende Maße: Er ist 11 cm hoch, etwa 3 cm lang und hat eine Breite von etwa 2,5 cm. Außerdem haben wir ein etwa 1,9 Meter langes Nylon 2.0 USB-Kabel. Die Handbremse ist, so wie sie hier steht, nur mit dem PC kompatibel. Mit gewissen Adaptern oder Programmen von anderen Herstellern kann man sie aber bestimmt auch an Konsolen verwenden. Die Handbremse hat ein Gesamtgewicht von 1,5 Kilogramm. Außerdem ist die Handbremse mit einem analogen Sensor ausgestattet, über den die Position der Handbremse an den PC weitergegeben wird. Die Handbremse kann über die beiden äußeren Laschen montiert werden. Die Löcher in den Laschen haben einen Lochabstand von 200 mm und einen Durchmesser von etwa 6,2 mm. Der Shifter wird also mit M6 Schrauben befestigt. Diese sind aber nicht im Lieferumfang enthalten. Kommen wir nun zu den eigentlichen Funktionen. Zuerst ist natürlich wichtig, wie lang der Hebel der Handbremse ist und wie weit man die Handbremse ziehen kann. Diese Schraube in der Mitte der Handbremse ist der Drehpunkt des Hebels. Von diesem Punkt bis zur Spitze der Handbremse sind es etwa 21,5 cm. Der Griff der Handbremse hat eine Länge von 11 cm. Somit ergibt sich eine Länge vom Drehpunkt des Hebels bis zur Mitte des Griffes
ein Abstand von 10,5 cm. Dann kommen wir zur ersten Verstellmöglichkeit, welche die Handbremse bietet. Der Hebel der Handbremse kann im Winkel so angepasst werden, wie wir ihn gerne haben möchten. Entweder wir stellen ihn wie eine Handbremse in einem Straßenwagen ein, dann wird sie nach vorne geneigt, oder wir stellen sie wie in einem Rallye- oder Driftauto ein. In diesem Bereich können wir den Winkel der Handbremse einstellen. Befestigt wird die Position des Hebels über diese beiden Schrauben. Um diese beiden Schrauben zu befestigen, benötigt ihr einen 4 mm Imbusschlüssel und einen 8 mm Maulschlüssel oder eine 8 mm Stecknuss. Im Lieferumfang ist noch dieses Werkzeug enthalten. Dieses Werkzeug könnt ihr notfalls auch benutzen, wenn ihr keinen Maulschlüssel oder eine Stecknuss habt. Jedoch würde ich euch empfehlen, etwas mit einem längeren Hebel als dieses Werkzeug zu nutzen, denn die beiden Schrauben müssen sehr fest angezogen werden, damit der Hebel nicht verrutscht. Nun kommen wir zur zweiten und dritten Verstellmöglichkeit. An der Handbremse können wir wählen zwischen einem linearen und einem nichtlinearen Widerstandaufbau. Außerdem können wir die Stärke der Handbremse verstellen. Die Art des Widerstandaufbaus stellen wir über diese große Mutter ein. Die Stärke des Widerstands verstellen wir über diese Schraube und können sie an dieser Skala mit Hilfe dieser Hutmutter ablesen. Zuerst erkläre ich euch den Unterschied zwischen der linearen und nichtlinearen Art des Widerstandaufbaus. Dazu blende ich euch diese Animation ein. Die lineare Version finden wir hauptsächlich in Straßenwagen. Hierbei erhöht sich der Widerstand der Handbremse linear zum Weg, den wir der Handbremse ziehen. Die nichtlineare Version soll eine hydraulische Handbremse simulieren. Die Art der Handbremsen werden hauptsächlich im Motorsport verwendet. Anhand der Animation können wir sehen, desto weiter wir die Handbremse ziehen, desto höher ist der Faktor des Kraftaufwands der Handbremse bei der nichtlinearen Version. Wenn wir die Handbremse also um etwa 80% ziehen,
müssen wir bei der nichtlinearen Version mehr Kraft aufbringen als bei der linearen Version. Wenn wir die Handbremse nur um 20% anziehen, ist das genaue Gegenteil der Fall. Dann müssen wir bei der linearen Version mehr Kraft aufbringen. Ein weiterer Unterschied ist der maximale Kraftaufwand. Bei der linearen Version kann die Handbremse einen Widerstand von 6 kg erzeugen, bei der nichtlinearen Version sogar 7 kg. Aktuell ist die Handbremse auf die nichtlineare Version eingestellt. Dies werde ich jetzt auf die lineare Version verstellen. Außerdem zeige ich euch noch, wie ihr den Widerstand der Handbremse verstellen könnt. Dazu benötigen wir nur das mitgelieferte Werkzeug. Zuerst lösen wir die große Mutter und die kleine Hutmutter. Danach drehen wir an diesem Rad entgegen dem Uhrzeigersinn, bis die Hutmutter am vorderen Ende dieses Bereiches angelangt ist. Denn dann erst ist die Handbremse entspannt und wir können zwischen linear und nichtlinear wählen. Wenn wir die gewünschte Art des Widerstandaufbaus eingestellt haben, drehen wir dieses Rad wieder im Uhrzeigersinn. Damit spannen wir die Feder der Handbremse. Desto weiter wir die Position der Hutmutter nach hinten verschieben, desto höher wird die Stärke des Widerstands der Handbremse. Wenn wir den Widerstand so eingestellt haben, wie wir es möchten, ziehen wir die beiden Muttern wieder fest. Jetzt haben wir den mechanischen Bereich der Handbremse auf die lineare Version eingestellt. Über diesen Regler an der Hinterseite der Handbremse können wir jetzt noch die Art und Weise einstellen, wie der analoge Sensor die Position der Handbremse weitergibt. Haben wir die Handbremse auf die lineare Version eingestellt, stellen wir dies auch hier so ein.
Und bei der nichtlinearen Version stellen wir den Schalter auf die nichtlineare Version ein. Wie sich dieser Schalter auf das Signal der Handbremse auswirkt, zeige ich euch gleich am Simulator. Zuerst aber noch der Preis und was ich von der Handbremse halte. Die Akina Handbremse kostet 179 € inklusive Mehrwertsteuer. Was halte ich von der Handbremse? Die Handbremse ist wirklich mehr als gelungen und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich sehr gut. Nicht nur die vielen Verstellmöglichkeiten haben mich überzeugt, sondern auch wie sich die Handbremse beim Fahren anfühlt. Der Widerstand von bis zu 7 Kilo ist mehr als ausreichend und ich finde auch die Handbremse lässt sich beim Fahren extrem gut dosieren. Außerdem macht die Handbremse einen sehr robusten Eindruck. Zum Sound kann man sagen, dass man die Handbremse so gut wie nicht hört. Kein Quietschen und kein Knacken. Alles in allem eine gute Handbremse, die ich nur mehr als empfehlen kann. Besonders die nichtlineare Variante, welche man einstellen kann, macht mir persönlich sehr viel Spaß. Dann gehen wir jetzt zum Simulator und ich erläutere euch noch, welchen Einfluss der kleine Schalter an der Rückseite der Handbremse hat. Jetzt sind wir am Simulator. Die Handbremse und der Shifter sind beide an meinem Simulator befestigt und auch beide schon über USB mit meinem PC verbunden. Bevor wir gleich iRacing starten, um die Handbremse und den Shifter zu testen, möchte ich euch noch zeigen, welchen Einfluss der Schalter an der Hinterseite der Handbremse hat. Die Handbremse ist aktuell im mechanischen Bereich über die Schrauben an der Seite der Handbremse auf den nichtlinearen Modus eingestellt. An diesem kleinen Fenster, welches jetzt eingeblendet wird, seht ihr das Signal, welches von der Handbremse an den PC weitergegeben wird. An diesem Fenster werden wir jetzt sehen, welchen Einfluss dieser Schalter auf das Signal, welches vom Shifter kommt, hat. Dazu ziehe ich die Handbremse etwa bis zur Mitte. Wir sind jetzt auf dem linearen Modus. Wenn ich die Handbremse bis zur Hälfte ziehe, kommt auch genau dieses Signal an meinem PC an. Anders ist es jedoch mit dem nichtlinearen Modus. Ich halte die Handbremse auf der gleichen Position und stelle den Schalter auf den nichtlinearen Modus ein. Wie ihr seht, wird ein ganz anderes Signal an den PC weitergegeben. Ich muss also im nichtlinearen Modus die Handbremse viel weiter ziehen, um das gleiche Signal an den PC zu senden. Da ich die Handbremse im nichtlinearen Modus montiert habe, stelle ich auch den nichtlinearen Modus an diesem Schalter ein. Wenn ihr die Handbremse im linearen Modus eingestellt habt, dann stellt ihr den Schalter auf den linearen Modus ein. Ihr könnt natürlich auch die Handbremse im linearen Modus befestigen, jedoch den Schalter auf den nichtlinearen Modus einstellen. Dies gibt natürlich wieder ein ganz anderes Gefühl. Somit haben wir 4 Möglichkeiten, um uns unsere Handbremse einzustellen. Nichtlinearer Modus, linearer Modus. Nichtlinearer Modus, linearer Modus. Nichtlinearer Modus, linearer Modus. Nichtlinearer Modus. Kommen wir jetzt noch zum Shifter. Hier will ich euch noch zeigen, ab welchem Punkt der Kontakt am Shifter ausgelöst wird und ein Signal an den PC weitergibt.
Wie ihr seht, müsst ihr den Shifter bis zum Anschlag drücken, damit der Shifter ein Signal an eurem PC weitergibt. Das wäre auch schon alles, was es zum Shifter und zur Handbremse zu sagen gibt. Jetzt starte ich iRacing und ich werde mit dem VW Beetle Rallycross auf der Rallycross-Strecke von Sonoma fahren. Zuerst werde ich den Motorensound etwas leiser einstellen, damit man den Shifter und die Handbremse gut hört. Und nach ein paar Runden mache ich den Motorensound dann so laut, wie ich ihn immer nutze.